Ja, hallo zusammen. So, ich heiße euch heute ein bisschen an einem speziellen Ort willkommen. Ich hoffe, das klappt mit dem Wind. Wie gesagt, mein Windabsorbierer ist leider letztes Mal abgebrochen. Ja, wie ihr seht, ich bin nicht am Schiff. Ich bin auch nicht am normalen Gelände, wo ich sonst euch immer begrüße, sondern ich bin bereits auf Marina Bay Sands, auf dem Hotel, auf dieser Aussichtsplattform. Ihr kennt das bereits schon von einem anderen Ausflug. Heute das letzte Mal Singapur. Die 2 Monate auf dem Schiff sind nun vorbei. Ja, war ein schöner Abschluss. Ich habe noch viele coole Freunde mich verabschieden dürfen oder bei vielen Freunden mich verabschieden dürfen. Ich habe ein wunderschönes Geschenk bekommen. Ich muss mal schauen, wann ich das vielleicht noch fotografiere und ob es das in diesen Film reinkriegt, das weiß ich noch nicht genau. Jetzt, ich gehe ja nicht direkt vom Schiff an den Flughafen, sondern ich habe mir noch einen Ausflug gebucht. Ich werde bei diesem Ausflug nichts Neues sehen, dadurch werde ich auch nicht ganz so viel filmen, also ich gehe davon aus dem Bus kommt kaum noch was, sondern jetzt gibt es so ein bisschen die Highlights. Wir sind hier auf dem Marina Bay Sands, wie gesagt, das kennt ihr eigentlich schon alles, aber ich zeige es euch einfach nochmal. Wir haben eine kleine Tour da auf dem Fluss, auch das hatten wir schon, aber das ist trotzdem was Schönes. Und wir sind beim Garden of the Bay, wie soll es auch anders sein, von dem her. Und dann heißt es ab direkt zum Flughafen. Also wir enden nicht zurück am Schiff, sondern wir enden beim Flughafen. Und dann seht ihr den Flug zurück. Ich gehe davon aus, am Abend gibt es dann für euch noch eine längere Zusammenfassung von den 2 Monaten. Also genießt den Film und habt Spaß! Ja, hallo zusammen, wie cool ist das denn? Ich habe mich verlesen. Wir gehen nicht in die Gardens of the Bay, wir gehen in den Orchideengarten. Ich habe den 2019 schon einmal besucht und ich habe den richtig cool und richtig schön in Erinnerung. Von dem her hoffe ich, dass ich viele schöne Sachen für euch finde, also doch ein paar Sachen mehr finde, als ich gedacht habe.
Das Einzige, was ist, es beginnt gerade ein bisschen zu tropfen, zu regnen. Ich habe die Regenjacke schon mal dabei. Ich hoffe, ich benütze sie nicht, also ich brauche sie nicht, aber mal sehen. Also genießt noch den Orchideengarten, denn der ist für euch ganz neu.
Ja, so, ich bin nun zurück in der Schweiz. Der letzte Tag meiner Reise ist vorbei. Was für ein wunderschöner Abschluss. Ich dachte eigentlich echt am Anfang, alles, was wir heute noch sehen, sei eine Wiederholung. Aber das Lustige ist echt, dass ich genau diesen Orchideenpark Garten noch besucht habe, den ich noch als einziges von 2019 kannte, das ich nicht mit euch in Singapur auch noch erlebt habe. Also das war wirklich noch das Einzige, was ich schon erlebt hatte, was wir nicht zusammen jetzt nochmals gesehen haben. Und genau das machen wir. Also wie cool ist das denn? Von dem her kann ich echt sagen, alles, was ich 2019 bereits gesehen habe in Singapur, damals mit meiner Mutter auf der Mein Schiff 3, habt ihr jetzt irgendwann in diesen 4 Reisen mit mir zusammen auch nochmal gesehen. Also was wirklich richtig cool. Das war echt richtig toll. Das hat mir richtig schön gefallen. Der Flughafen Singapur ist echt cool. Interessanterweise aber vor allem im Bereich, wo du gar nicht ein Flugticket brauchst. Also dieser Wasserfall, dieser Bereich mit diesem Wasserfall, wo diese Transportröhre ist, also mit diesem, es ist nicht eine U-Bahn, aber mit diesem Vehikel, unglaublich eine coole Region. Da gibt es Shops, Restaurants, alles drum und dran und das ist so schön gestaltet. Und das vor allem in einem Bereich, wo du nicht mal ein Ticket brauchst. Also da kannst du an sich jeden Tag hingehen und das jeden Tag erleben. Das war echt richtig toll. Das war richtig toll. Ich überlege gerade, wahrscheinlich, weil ich Strom brauchte, blieb ich da nicht ganz so lange. Ging dann bereits halt rein, weil ich in eine Lounge durfte. Und auch die Lounge war top. Also das Essen war unglaublich genial. Eine Mischung zwischen asiatischer Essen, aber auch halt so westlichem Essen. Also es war wirklich, jeder fand da drin was. Wirklich, jeder fand da drin was. Das war richtig gut. Das war echt top. Der Flug nach Hause war cool. Ging halt echt über Nacht. Also du bist am Abend eingestiegen und gefühlt am nächsten Morgen bist du dann gelandet. Es war also die ganze Zeit draußen dunkel, auch wenn es natürlich 13 Stunden waren. Da du halt mit der Nacht mitgeflogen bist, hat sich das echt einfach nur in die Nacht gezogen. Nee, sonst war das echt richtig cool. Ihr seht, ich bin zu Hause angekommen, hier ist schon alles grün. Ja, nee, ich glaube, das war wirklich ein richtig cooler Tag, ein richtig cooler Abschluss meiner Reise. Für mich ist es das jetzt auch für heute. Denn das Feedback meiner Reise und wie es weitergeht, hoffe ich, dass ihr das in etwa 2 Tagen seht. Vielleicht brauche ich ein bisschen länger, dann werden es 3, 4. Ich hoffe aber ganz fest, in 2 Tagen sehen wir uns mit dem Feedback der Reise, der kompletten 2 Monate und mit der Auskunft, wie es nun weitergeht. Also viel Spaß und danke, dass ihr zugeschaut habt.